Morgen, willkommen in meinem neuen Vlog. Ich bin zurück aus Berlin. Ich habe die Prüfung bestanden. Jetzt bin ich staatlich geprüfter Desinfektor. Dazu später mehr, denn das Licht ist zu dunkel und deswegen muss ich mich so umdrehen. Ich mache mir jetzt erstmal ein bisschen Frühstück. Dann teste ich mal, wie das schmeckt. Der Daniel hat mir unbedingt die Protein-Pancakes hier empfohlen. Da sind sie von ESN, 100 Gramm Pulver mit 200 Gramm Wasser oder Milch. Ihr wisst ja, bei mir gibt es keine tierische Milch, bei mir gibt es Mandelmilch. Wenn ihr Kalorien sparen wollt, übrigens, kleiner Geheimtipp. Ich werde mir jetzt erstmal die Pancakes machen und frühstücken. Dann muss ich auf jeden Fall einkaufen. Es ist Samstag, der Montag ist frei, das heißt Panik-Selling, Panik-Selling. Die Einkaufsläden werden wieder voll sein und ja, ich werde voll genervt sein. Dann, man kennt es wieder. Da sind 14 Kassen, 2 Kassen sind offen, Klassiker, halbe Laden steht an, aber mal gucken. Ich sage dann immer vorne eine Information Bescheid und für gewöhnlich machen die dann eine Kasse auf. Gut, jetzt erstmal Zeit fürs Frühstücken. Ich glaube, ihr seht dann wahrscheinlich, wie es geworden ist, damit ich auch sagen kann, wie es schmeckt. Und ja, bis gleich. Ich bin übrigens echt froh, wenn der Friseurtermin ist. Den habe ich auf nächsten Freitag legen müssen. Eigentlich wäre mein Termin letzten Freitag gewesen, ja, gestern. Ich habe die Masse jetzt soweit mal fertig gemacht. Es riecht so ein bisschen wie Vanillepudding von Edgar. Von der Konsistenz her, Moment, jetzt zeige ich euch mal kurz. Von der Konsistenz her ist es auf jeden Fall wie Vanillepudding. Oder halt wie Pudding allgemein. Da wird wahrscheinlich irgendwas Ungesundes wieder drin sein. So, was das von der Konsistenz her macht. Bin mal gespannt, denn ich berate die Pancakes ja grundsätzlich ohne Butter, ohne Margarine, ohne Öl und durch die Pfanne, durch die Beschichtung, ich weiß nicht, ob es dadurch ist oder ob es durch das Induktionsding ist, klappt das auch mal recht gut. Und ja, wenn wir weiter abnehmen wollen, dann sollte man auch ein bisschen immer gucken. Man kann an vielen Ecken Kalorien einsparen und das probiere ich natürlich nachher auch. Das Mysterium, warum der Erste nie was wird, ich weiß es nicht. Problem war jetzt, das war ein bisschen von der Masse her. Ein bisschen klebrig auf jeden Fall. Das ist jetzt raus geworden. Also hier sieht man das Problem. Es ist sehr, ja, keine Ahnung, uneben. Die zwei sind auf jeden Fall cool geworden. Das waren so dicke Flatschen. Die werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal essen. Und von den Kalorien her haben wir dann auf jeden Fall schon mal gegessen heute. 365 Kalorien. Ganz schöne Menge. Und 65 Gramm Eiweiß, das ist extrem viel. Gut, dann weiß ich Bescheid. Da muss ich heute Mittag ein bisschen anders kochen. Jetzt wird erstmal geschaut, wie sie schmecken. Ja, Konsistenz ja auf jeden Fall ein bisschen fester als normale Pfannkuchen. Bin jetzt mal gespannt vom Geschmack her. Schmecken anders, ist aber nicht zu erwarten. Sind ja keine richtigen Pfannkuchen. Erinnere mich ein bisschen an die Proteinpfannkuchen, die ich mit Banane mache. Die sind natürlich erheblich billiger. Ich glaube, so ein Kilobeutel hat jetzt, ja, ich habe keine Ahnung, was der gekostet hat. 14 Euro oder sowas. 15 Euro bestimmt. Von der Eiweißmenge ist das natürlich enorm. 65 Gramm. Kann vielleicht pro Mahlzeit zu viel sein, ich weiß es nicht, bin da jetzt nicht so versiert. Ich kenne Leute, die es sind und die würde ich einfach mal fragen. Ich muss jetzt zum Einkaufen und danach kommt der Desinfektor dran. Guten Morgen, heute gab es Proteinwaffeln zum Frühstück, aber lange erwartet, denn ich wollte über den staatlich anerkannten Desinfektor reden. Ein paar haben doch die Frage gestellt, was es ist. Ich muss sagen, viele meiner Follower kannten es, gerade weil sie jetzt im Krankenhausbereich und so arbeiten. Der staatliche Desinfektor heißt, dass ich die Sachkunde habe, Fachkunde zum Beispiel, an Leute weiterzugeben. Im Endeffekt dreht es sich darum, Infektionen oder nach dem Infektionsschutzgesetz zu arbeiten und bestimmte Sachen zu verhindern. Denn wenn ihr in ein Krankenhaus kommt und der OP-Raum ist nicht richtig gereinigt worden, da sind dann Bakterien drin oder noch schlimmer Viren. Hepatitis zum Beispiel sagt ja vielen was.
das Blut wurde nicht richtig gereinigt, ist an einem der Instrumente zum Beispiel dran, ist irgendwo die Möglichkeit besteht, dass ihr dadurch mit Hepatitis infiziert werden könntet. Und die Desinfektoren überwachen halt die Vorgänge bei der Reinigung, können sie natürlich auch selber ausführen natürlich. Man weiß, wie man eine Flotte anmischt. Man weiß, welche Viren, Bakterien, Pilze, Sporen und, mit welchem Wirkungsbereich der Desinfektion man es wegmacht. Man weiß, in welchen Listen die Mittel drinstehen, zum Beispiel RKI-Liste, wird wahrscheinlich jedem was sagen. Und im Endeffekt heißt es einfach, man beugt die Krankheiten oder die Infektionen vor. Und das ist das, was ich jetzt könnte. Ich arbeite jetzt nicht direkt in einem Krankenhaus, denn ihr wisst ja, ich arbeite im Fachgroßhandel und bin im Außendienst tätig, aber ich betreue mehrere Krankenhäuser und Altenheime und ich fand es für mich auch einfach ein super spannendes, interessantes Thema und ich muss sagen, die 3-wöchige Ausbildung, die es da jetzt gab, die war mehr als spannend. Wir hatten ja erst Online-Schulung und das war schon ziemlich straffes Zeug, was man da, also ziemlich straffer Plan von der Zeit her, was man da lernen musste, was man sich merken musste. Es ist viel, was man wissen musste, auch für die Prüfung. Ich sag mal, nach einer Prüfung hat man immer noch den Vorteil, man weiß, wo man es nachschaut. Das ist immer das Wichtige. Und ich finde es einfach interessant, so dass wirklich, wenn mal was ist oder in Krankenhäusern, du kannst halt anders rangehen an bestimmte Situationen, da ich jetzt ein Wissen habe, das ich vorher nicht so versiert hatte und bin viel weiter in der Materie drin. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir hatten dann noch 3 praktische Tage in Berlin. Da bin ich ja hochgefahren mit dem Auto und Wetter war schön, Hotel war so lala. Das hatte 25-jähriges Jubiläum. So sah das Hotel natürlich auch aus. Also es sah sauber aus, das Bad und alles war super schön neu renoviert, aber die Möbel dachte ich, okay, die habt ihr hier schon mehrere Jahre. Diese komplett Holzstil, so ist nicht so meins. Aber wie gesagt, ich bin halt aufgestanden morgens, hatte mein Frühstück gegessen, nebenbei auf dem Handy in dieser Anki-App, so heißt sie, meine Fragen und Antworten durchgeguckt und gelesen und geübt. Dann bin ich hingefahren. Hatten wir Mittwoch noch den praktischen Tag, dass wir die praktischen Sachen lernen, wie ein Vernebelungsgerät erklären. Vernebelungsgerät ist eine tolle Sache, das müsst ihr euch vorstellen, wie eine Nebelmaschine, die einen Raum desinfizieren kann. So ganz, ganz einfach beschrieben. Das mussten wir natürlich noch alles lernen, da sind wir die Fragen durchgegangen. Dann bin ich danach immer noch zu sehr guten Freunden gefahren. Liebe Grüße an euch beiden, wenn ihr das Video schaut. Da gab es dann tolles Essen, wir haben eine schöne Zeit verbracht. Natürlich dann wieder am frühen Abend heimgefahren, noch gelernt und eingeschlafen. Dann war ja Donnerstag der theoretische Prüfungstag. Ich glaube um 8:30 Uhr oder 9 Uhr war die Prüfung angesetzt. Dann ging es los und hui, also ich hatte wirklich viel gelernt. Ich habe zwar eine 2 geschrieben, aber die Fragen waren teilweise so böse gestellt. Also ihr wisst, wenn Fragen böse gestellt in Form von, du musst echt aufpassen, dass du dir den Fragetext 3-4 Mal durchliest. Manchmal musste ich auch echt überlegen, so, wenn es hieß, was ist falsch, da musste ich, also was daran ist jetzt falsch an den Sachen. Und du liest dir du hast dann 4 Antwortmöglichkeiten, das ist ja Multiple Choice, ist ja hier Englisch und so, wisst ihr, ganz wichtig. Und guckst dir alle 4 an und denkst, hä, aber die sind doch alle richtig. Und dann überlegst du natürlich, was war denn das? Und ja, genau. Ja, das war dann der Tag, dann sind wir noch die praktischen Sachen durchgegangen für den Freitag und haben danach noch ein bisschen, ich sag mal, Fragen und sowas gestellt bekommen und beantworten müssen über die ganzen Sachen. Natürlich ging es da auch um die mündliche Prüfung, die ja am Freitag war. Danach war wieder Feierabend, Essen bei Freunden, abends wieder lernen und so. Ja, Freitag war dann der Tag X. Ich musste dann morgens auch gleich schon aus dem Hotel auschecken. Bin dann Donnerstag, habe ich schon alles fertig soweit gepackt. Gefrühstückt, gelernt, ausgescheckt. Ich war ein bisschen früher da. Ich hätte um 8:30 Uhr meine praktische Prüfung gehabt. Wir mussten für die praktische Prüfung einen Kategorie 3 Anzug anziehen. Typ 4, das heißt, kennt ihr diese weißen Anzüge? Übrigens, apropos weißer Anzug,
Ich könnte auch Tatortreiniger mich jetzt nennen. Ich glaube, Tatortreiniger, haben wir gelernt, ist gar nicht geschützt. So kann sich jeder nennen. Ob man es machen möchte, das entscheidet der Magen, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir da so einen Anzug, ähnlich wie die Maler oder sowas. Die sind halt Spritzwasser geschützt. Und ja, da kommt keine Luft so gut rein. Haben uns dann umgezogen, ich glaube um 10 nach 8, Viertel nach 8, in Gummistiefel. Dann ein paar Handschuhe drunter, Anzug angezogen natürlich, dann noch ein paar Handschuhe drüber, Mütze rübergezogen, Brille auf, natürlich noch Atemschutz, also FFP2 oder 3 Maske konnte man sich aussuchen. Ich habe eine FFP2 genommen, haben eigentlich alle genommen. Ja, und dann hat die erste Gruppe leider ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube bis Viertel vor oder lass es 12 vor oder so gewesen sein. Und du stehst die ganze Zeit in diesem Anzug, der nicht sehr oder gar nicht luftdurchlässig ist. Das war echt angenehm. Dann bin ich mit der Diana zusammen, die hat Nummer 2 Leute die praktische Prüfung auf einmal, da die Prüfung in 6 Teile aufgeteilt wurde. Also gab es den Part Desinfizieren, wie man den Anzug auszieht, den Nasssauger und die Vernebelung, Instrumentendesinfizierung und wie man eine Kontamination erkennt und wie man es halt alles reinigt. Also 6 Punkte und die 2 haben versetzt gestartet, so dass man sich dann am Ende beim Händedesinfizieren sozusagen getroffen hat. Ja, dann haben wir da aber Gas gegeben. Also, weil es war so warm, die ganze Zeit war meine Brille beschlagen. Die Prüfung hatte lieberweise gesagt, bei den Sachen, wo ich jetzt was erkläre, braucht man die Schutzbrille nicht aufsetzen. Wenn man klar eine Flotte, also eine Flotte ist das gebrauchsfertige Mittel aus Desinfektion und Desinfektionsmittel und Wasser ansetzt, dann ist natürlich eine Schutzbrille Pflicht. Man möchte sich das nicht in die Augen spritzen lassen, denn das ist ziemlich doof. Ich kenne sehr viele Reinigungsfirmen, auch wenn die ihre Sachen anmischen oder auch normale Reinigungschemie, wie man in Berlin sagt, oder Chemie, wie wir hier sagen. Die machen das ohne Brille und oft vergisst man, dass teilweise jetzt ja, ein so ein Spritzer im Auge wirklich die Sehkraft kosten kann. Man ist sich dessen so gar nicht bewusst. Darum ging es natürlich auch in der Ausbildung, um die Gefährdungsbeurteilung, wie man auch die Mitarbeiter schützt, die dann die Reinigungsarbeiten oder die Desinfektionsarbeit machen. Gut, auf jeden Fall haben wir dann die Sachen recht zügig durchgegangen. Und ich habe natürlich meine 1 verschossen, weil ich einen doofen Fehler gemacht habe. Ich habe mir halt nach dem Anzug ausziehen in die Haare gepackt, weil es so warm war. Die waren dann nass und die, seht ja, die sind dann so ein bisschen runtergegangen und das war halt unangenehm. Naja, das war meine 1. Also hätte ich jetzt mit einer schlimmen Krankheit und sowas gearbeitet, hätte ich mich wahrscheinlich selbst damit umgebracht. Ja, so lustig ist das gar nicht. Dann hieß es warten. Wir waren ja dann 9:30 oder so spätestens fertig, sag ich mal. Wir konnten endlich den Anzug ausziehen. Ich habe erstmal einen Durst gehabt, das ging gar nicht. Dann hieß es bis 12 Uhr warten und jeder kam dann so, hey, wie war's? Und das, also die Gruppe war mega cool, wirklich, die Leute feiere ich einfach. Also wirklich, ich weiß nicht warum, aber man sitzt halt im selben Boot, alle haben sich gegenseitig motiviert, unterstützt und wenn Fragen waren, hat man immer geholfen und das war schön. Mal bis 12 in der Sonne gesessen, da habe ich auch hier meinen ganzen Hals auf der rechten Seite und alles oder Nacken ist verbrannt und dann kam um 12 Uhr die mündliche Prüfung und ich war noch mal ein bisschen nervös, wo ich vor der Tür stand, dachte ich, oh. Ja, dann kam ich halt rein, dann ging es halt los mit, ich glaube, die erste Frage war die Ausnahme im Infektionsschutzgesetz. Da habe ich gesagt, ja, natürlich Paragraph 40. Dann hat der Prüfer gefragt, was denn Kartoffelgesetz? Ich so, oh ja, Infektionsschutzgesetz ist immer wichtig, wenn ihr bei sowas gefragt werdet, sagt, welches Gesetz es ist. Und dann musste ich erklären den Unterschied zwischen einer pilzlichen Spore und einer bakteriellen Spore, also dass die pilzliche Spore nur zur Fortpflanzung, zur Vermehrung gedacht ist, die bakterielle Spore aber zum Schutz, denn wenn eine der Einflüsse, die die bakterielle Spore zum Leben braucht, das ist ja Sauerstoff, Flüssigkeit, Temperatur und Nährstoffe. Wenn eins davon nicht gegeben ist, dann können sich manche Bakterien halt in so eine Spore versetzen und schützen sich damit einfach, sind aber dann auch nicht vermehrungsfähig. Sowas musste ich dann erklären und einfach auch erklären, welche Wirkungsbereiche man nehmen musste. Das heißt Wirkungsbereich D oder Wirkungsbereich C. Für Gasödem war es halt D. Das ist ein anaerober Virus. Das heißt, der braucht kein anaerobe Bakterie. Das heißt, sie braucht keinen Sauerstoff, um zu leben. Also sie
lebt ohne Sauerstoff. So rum, mein Gott. Und dann natürlich Wirkungsbereich C war dann die Aerobe, die Aerobe. Die braucht dann Sauerstoff, um zu leben, mit Milzbrand zum Beispiel. Dann kamen noch ein paar Fragen über die Listen. Es gibt ja die RKI-Liste, IHO, VAH und die DVG. DVG ist die Veterinär, also Deutsche Veterinär, irgendwas, bla bla bla. Da ist dann unterteilt in Tierzucht oder Tierhaltung, Lebensmittel und Tierarztpraxen. Und natürlich darf man nicht vergessen, die Lebensmittel wurden auch nochmal unterteilt. Und hatten sie gefragt, ja, und die Unterteilung der Lebensmittel habe ich dann gesagt, wenn ich die auch nochmal sagen soll, dann möchte ich aber ein Sternchen haben. Haben sie gesagt, okay, naja gut, ich habe meine mündliche Prüfung mit einer 1 geschafft. Also die Unterteilung wäre dann tierische Produkte außer der Milch, dann Milchprodukte und Großküchen. Gut, ja, das waren dann die Sachen für meine Prüfung. So bin ich dann Desinfektor geworden mit viel, viel Lernen. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt ein bisschen, was das macht. Also im Endeffekt geht es darum, die Leute zu schützen vor Infektionen nach dem Infektionsschutzgesetz. Ich weiß nicht, ich kann sowas schwierig umschreiben. Dazu habt ihr ein bisschen meinen Tag gehört und ich denke mal, für einen Vlog war das jetzt auch erstmal genug Input. Heute gab es jetzt erstmal noch schön Frühstück. Deswegen dachte ich, jetzt nimmst du es gleich nach dem Frühstück auf, dann hast du es fertig. Das Wetter ist natürlich verregnet. Aber es gibt genug im Haushalt zu tun und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und würde sagen, bis zum nächsten Vlog. Ciao.